Fiat Ducato 8 mit Tim, dein Nachname? Tim Fössing. Tim Fössing von Marine Caravaning. Ja, erstes komplette Alleinvideo. Das heißt, das ist wie so ein Flug im Flugzeug ganz alleine. Hast du schon mal gemacht? Tatsächlich ja, aber das ist nochmal eine andere Geschichte hier. Andere Geschichte, so. Das ist hier ein bisschen anders. Malibu. Ihr habt Produkte, die, ich sag mal, ein gutes Standing haben. Malibu steht für Qualität. Merkst du das draußen? Ja, auf jeden Fall. Also Malibu ist tatsächlich von vorne bis hinten komplett durchdesignt und spart auch nicht an der Qualität. Es ist ein fantastisches Fahrzeug. Expedition Grey, hier haben wir einen Fiat Ducato 8. Das hier sind so diese typischen Bullaugenfenster, die bei Malibu ja unglaublich bekannt sind. Sie kosten, glaube ich, ein bisschen mehr aufpreispflichtig, aber sie sehen auch richtig schick aus. Ja, erstmal sehen sie wirklich schick aus. Man kann sie auch aufstellen, das heißt, man kann auch für eine Durchlüftung sorgen im Fahrzeug. Und mit 500 € Aufpreis, denke ich, die sind gut investiert auf jeden Fall. Guck mal hier, das ist auch jetzt ein Fenster, das trägt zwar ein bisschen auf, aber ihr habt so ein Designelement darum gebaut, da sieht das richtig schick aus. Also ich habe das noch gar nicht gesehen. Das heißt also, das Aufbaufenster hier hat nochmal einen schwarzen Rahmen drumherum, dass nichts passieren kann. Ich würde es fast so lassen. Also ich finde das Seitsfenster jetzt nicht zwingend schöner. Ja, es gehört ja auch zur DNA von Malibu. Ne? Und es sieht wunderbar integriert aus. Und auch dieser Rahmen ist ja dann auch nochmal dafür da, ein bisschen auch, ich sag mal, in Sachen Einbruchschutzen entgegenzuwirken. Also alles schön gemacht, ja. Also wenn ihr herkommt, ihr habt wenig Stress mit den Autos. Sie werden ja praktisch übergeben von einem Fahrzeug, dann von Malibu, die euch vorbeibringen. Dann habt ihr in der Woche Zeit, glaube ich, die auf Herz und Nieren zu testen, ob da irgendwas dran ist. Ist da viel noch zu machen bei euch oder kommen die vom Werk schon ganz gut? Ganz, ganz selten. Die kommen vom Werk her schon sehr, sehr gut rüber. Kleinigkeiten gilt es vielleicht nochmal einzustellen, vielleicht das eine oder andere Spaltmaß. Aber das macht man in der Regel auch bei der ersten Aufbauinspektion, wo man dann nochmal guckt, der Kunde hat das Fahrzeug benutzt, hat es beladen und dann geht man nochmal die Kleinigkeiten an und dann ist es nach dem ersten Termin in der Regel auch gegessen. Ein Kastenwagen ist eine ganz eigene Art zu reisen. Wir haben eben den 5,40 Meter gezeigt. Das ist jetzt ein 6,40 Meter. Das ist schon ein richtig ausgewachsenes Fahrzeug, aber es verhält sich vom Look and Feel her wie ein PKW, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat. Ja, auf jeden Fall. Also 6,40 Meter ist genau das Richtige, also für meine Körpergröße, sage ich mal. Ich habe hier genügend Platz in dem Fahrzeug. Ich kann mich lang machen im Bett mit 2 Metern. Was will man mehr? So. Darf ich dazu gerade was sagen? Andreas, wir hatten so ein schönes Gespräch. Bevor du nein, bleib hier. Der Tim ist neu, muss man sagen. Ich habe erstes Video mit dem Tim gemacht, habe gesagt, komm, wir machen mal schnell ein Video, als du weg warst, denn wir werden gleich was Tolles filmen. Wir werden einen der ältesten Karthagos der Welt filmen. Genau, ich habe gerade tatsächlich, also ob es einer der ältesten ist, aber es ist ein älteres Fahrzeug in einem exzellenten Zustand. Ich habe gerade mit dem Mann gesprochen, ganz spontan, der war noch beim Essen im Auto. Der ist bereit, Interview zu geben und dann gucken wir uns das Auto mal an. Ja, das machen wir in 5 Minuten. Ja. Wir zeigen gerade mal hier, ganz toll ist natürlich diese Zwischenlademöglichkeit. Ist das eine Option eigentlich? Genau, das ist eine Option, die man ab Werk so mitbestellen kann oder im Notfall auch nachrüsten kann, nochmal zusätzlich. Ja. Sehr praktisch, denn man kann sehr schön hochladen, das Ganze lässt sich abklappen. Eigentlich müsste man das mitbestellen, oder? Ja, eigentlich ist es schon ein Must-Have, sag ich mal. Ne? Man kann seine Ladung so ein bisschen unterteilen. Man kann unten die Klapptische reinstellen, die Stühle und oben etwas schwereres Gepäck dann lagern. Also das macht auf jeden Fall schon Sinn. Ja, hier hast du 2 Längsbetten. Das ist, glaube ich, eines der meistverkauftesten Modelle, die ihr habt, oder? Ja, auf jeden Fall. 6,40 Meter ist das Modell, was am meisten geht. Ja. Jetzt haben wir nämlich eins gemacht. Wir haben ihm jedes Mal das Wort weggenommen. Dem Andreas. Der Tim macht das schon saugut, oder? Ich freue mich ja darüber. Ich meine, du weißt, ich mache das sehr, sehr gerne. Du zuckst jedes Mal, weil du die Antwort schon geben willst. Aber der Tim hat sich gut vorbereitet. Also dem braucht sich einer nicht vorzubereiten. Der ist ja schon länger hier unterwegs und der kennt die Autos in- und auswendig. Ich mache ja hier vor Ort, das werden ja nicht alle Leute wissen, ich verkaufe hier am Handelsplatz, der Tim wird es bestätigen, nicht ein einziges Fahrzeug. Ganz im Gegenteil, ich gebe die Kunden, die Interessenten, die kommen, klar, die meisten wollen zu mir, weil ich ja nun mal auch relativ bekannt bin. Ich gebe die dann dementsprechend an die Verkäufer weiter. Ich bin hier kein Wettbewerb im eigenen Haus. Die Jungs und Mädels, die hier arbeiten, freuen sich immer,
dass das hier so, sag mal, reibungslos funktioniert, genau. Sag mal Sven, nicht Sven, Tim, die kostete damals bei der Markteinführung, kostete die 100 €, das weiß ich gerade zufälligerweise aus dem Kopf. Was kostet die heute? Ich meine 195. Das ist eigentlich immer noch ein Witz, muss man mal so sagen. Wie so ein Witz sind 200 €. Ja, ich finde das jetzt für diese Einlage hier, ich finde das nicht zu viel Geld. Jetzt schreiben die Leute wieder ins Netz, ist ja nur ein Stück Holz, lasse ich mir zuschneidern beim Hornbach um die Ecke. Ja, aber das ist es nicht. Es ist original Malibu, ab Werk eingebaut, genau, belastbar. Es ist belastbar, da sind die Winkel, die sind eloxiert drin. Das hat hier nochmal diesen Kantenschutz. Es ist so ausgeschnitten, dass B- und Entlüftung von Heizung auch alles gewährleistet ist, weil da hinten sitzt ja die Truma-Heizung. Die braucht nun mal, weil sie ja was verbrennt, braucht ja auch eine Frischluft dementsprechend. Gut, zieht ja auch über den Kamin an, wenn man wieder auf die Kommentare achtet. Aber nichtsdestotrotz, so wie es jetzt hier ist es so auch gewährleistet, dass das Auto funktionsfrei funktioniert und auch Luft zirkulieren kann. Ne? Also nochmal, die Truma zieht die Luft aus dem Innenraum? Nee, die hat ja in dem Zeig mal Kamin, bitte, genau. dass wir das mal sehen. Jetzt kannst du noch was lernen, Tim. Jetzt kommt nämlich... Ich muss sagen, du bist Handwerker. Nee, ich bin kein Handwerker. Nee, ich fahre nur schon seit über 30 Jahren Reisemobil. Die zieht die Luft an und hier kommt dann, deswegen steht hier auch heiß übrigens drauf, und hier kommen dann quasi die Abgase raus und hier tropft dann auch immer dieses Kondenswasser halt weg. Ja, das heißt also, das ist alles in einem System drin. Im Grunde, okay, das heißt, es wäre eine blöde Idee, hier ein Fenster aufzumachen, ne? deswegen sind die Fenster auch nicht klappbar. Du siehst das Fenster hier hinten. Das kannst du aufmachen. Das kannst du aufmachen, wobei das war im letzten Modell ja tatsächlich auch noch nicht klappbar. Da war das auch noch geschlossen. Und das ist zu. Und das ist zu, genau aus dem Grunde halt, weil hier eben auch Stickoxide dann aufsteigen würden. Okay, da vorne hast du auch noch die Stromanschlussdose. Genau, 220 Volt, ja. Hast du denn schon mal, bist du mal Probe gefahren jetzt mit so einem Ding über das Wochenende? Nee, das tatsächlich noch nicht. Das Einzige, was mir gegönnt wurde bisher, als ich auf dem Lehrgang in Aulendorf war, dass ich da die Fahrzeuge bewegen durfte. Und aber so richtig auf Reisen war ich mit so einem Auto noch nicht. Ist das möglich mal, Andreas, ob du das vielleicht möglich machen könntest, dass er mal fahren dürfte mit so einem Auto? Du, wenn er möchte, werden wir das ganz sicherlich möglich machen. Ja, schön, diesen Spirit praktisch auf ihn zu übertragen. Ja, Spirit of Marine und Caravaning. Ne? Und Tim. So, Spaß beiseite. Also das werden wir machen. Im Moment hast du zu wenig Autos. Also es war früher so, ihr hattet immer Wagen, die man auch mal verleihen konnte. Eine Vermietung war möglich. Das kannst du heute alles vergessen, oder? Ja, also die Vermietung ist dieses Jahr extremst zu kurz gekommen. Wir haben tatsächlich da massiv abspecken müssen, um auch noch Fahrzeuge im Verkauf vorzuhalten. Nichtsdestotrotz glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut über die Runden gekommen und sind auch nicht unzufrieden. Mach mal zu bitte, dass wir mal den Zuschlagtest machen. Feste? Ja, genauso muss das klingen. Ein ganz klein bisschen Klong. Ja, das ist Flatsch, so. zu. Ganz zu. Professional. Ist denn hier ein Maxi-Chassis drunter? Hier ist ein... Boah, gute Frage. Ich habe ihn erwischt. Ja, ich könnte es jetzt gerade auf den ersten Blick auch nicht sagen, weil normalerweise steht da nämlich Maxi drunter. Ja, genau. Normalerweise, ich sehe es immer von der Seite direkt an den Felgen. Jetzt hat der aber blöderweise die 16 Zoll Stahlfelgen drunter und dann kann ich es nicht erkennen. Unterschied zwischen beiden Chassis? Ist die Traglast das größer? Ja, klar. Du hast bei dem einen ist es ein 3,5 Tonnen Chassis und der andere ist halt ein 4 Tonnen Chassis. Okay, das heißt, die sind auf 300 Tonnen. Kann ich die auflasten später mal? Die 300 Tonnen Chassis, oder ist das da Feierabend? Ja, die kannst du auflasten lassen, aber nur minimal um 150 Kilo. Oder du musst halt bauarttechnisch wieder was verändern am Fahrzeug. Dann kommst du auf 3.800. Warte mal gerade, Sven, warte. Ja. Wenn du dich mal gerade hier hinstellst, hier sieht man zum Beispiel, das ist ein Maxi-Chassis. Der hat die Felgen, ich vergleiche das immer so, die Zuschauer, die meisten werden es kennen, wie diesen Einleger, den man früher in den Langspielplatten eingelegt hat. Ja? Dieses Sternmuster, das ist ein Maxi-Chassis. Und das ist ein Light-Chassis. Die Felge hat ein ganz anderes Design, ja, und daran sieht man, das ist ein 3,5 Tonnen Chassis und das ist ein 4 Tonnen Chassis. Gut, es könnte ja auch ein 3,5 sein mit 4 Tonnen Chassis-Rädern. Was? Nee, das passt ja nicht vom Lochkreis her. Vom Lochkreis her passen die nicht. Nein, die kannst du nicht tauschen, die Felgen. Okay, das heißt, das ist was anderes. Genau. Das ist Maxi. Das ist immer so für mich der erste Blick, wenn einer die Frage stellt und ich weiß es nicht. Nur wenn der die Stahlfelgen drauf hat mit 16 Zoll, dann muss ich schon genauer gucken. Dann würde ich als nächstes auf die Blattfeder gucken und so, um das eben festzustellen. Ja, ein bisschen die Sendung mit der Maus hier, was ich hier alles so erfahre, was ich noch nicht wusste. Sag mal hier diese Fenster, warum sind hier keine Seitsfenster verbaut? Das Frage habe ich eben schon an den Tim gestellt. Da ist ein Rahmen drumherum, ein schwarzer. Ja, also das ist, ich habe das jetzt vor kurzem, ich komme ja gerade wieder aus Aulendorf und da stand auf einem Malibu drauf, Malibu Premium
Ausstellfenster drauf. Ja. Also es ist ein Premium-Produkt offensichtlich. Wir haben es halt nur anders dargestellt halt. Und es gibt ganz klar, also wirklich, die Diskussion haben wir auch ständig bei Malibu im Werk mit den einzelnen Händlern. Also es passt vom Design jetzt herrlich hinten zu den Bullaugenfenstern, Ja. weil es dasselbe Design ist. Sven, es gibt einfach Argumente, die für dieses Fenster sprechen. Und es gibt natürlich auch Argumente, die für die Rahmenfenster sprechen. Aber die funktionieren beide. Funktionieren beide, ich kann durch beide durchgucken. Aber die Optik bei den Rahmenfenstern, wenn die jetzt hinten in der Hecktüre verbaut sind, ich finde die immer spärlich. Das sind doch wie Schießschächte. Ist aber hier interessant mit dem Rahmen gelöst, das habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Eigenentwicklung von... Ja, ist eine eigene Entwicklung von Malibu. Es geht darum, dass ich halt nicht da drunter packen kann und das Fenster einfach so aufreißen kann. Dafür hat man das halt gemacht. Oder halt mit einem Sägeblatt da reinschiebe und dann Jetzt mal ehrlich, wenn du so ein Fenster und Seitenfenster aufmachen willst, dann machst du es eher auf. Vergiss es, wollte gerade sagen. Also es gibt eh keinen 100%igen Schutz. Es ist okay so. Wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist bei uns so, wie es ist und wir haben uns zumindest Gedanken gemacht, dass man ein bisschen Diebstahlschutz hat durch diese Leiste, ist der Einstieg in die Fahrzeuge nicht ganz so einfach. Ganz klar haben wir bei unseren Malibus überall vollwertige Fliegengitter über die ganze Aufbautürenbreite halt. Und das ist auch ein vernünftiges Gitter, wo mal ein Vogel oder was gegen fliegen könnte. Dann hat man hier nochmal schön diese Ambientebeleuchtung, dass wenn man abends vorm Auto sitzt, halt da nochmal schön beleuchtet ist. Diese Arbeitsplattenerweiterung hier, alles sehr sauber und durchdacht an der Stelle. Tim, ich brauche dich mal kurz, denn jetzt werden wir mal so ein bisschen wie bei der Führerscheinprüfung ein paar Sachen abfragen. Mach das ruhig, ja. XL Flexibart 1000, was heißt das? Nochmal was, bitte? Das XL Flexibart 1000, was ist das? Das ist das Flexibad mit das Kombi-Badezimmer, quasi mit der Schiebetür. Zeig mal. So, das Schöne ist beim Tim, der ist fast 1,90 Meter. Ja, der ist echt riesig. Der ist riesig, Ja. Deswegen können wir jetzt auch mal Sachen zeigen, wo die Leute mal sagen. einer verkaufen, weil der so groß ist. Aber das Bad ist schon echt riesig, ja? Ja, das stimmt. Also das Bad jetzt hier, früher hieß es 3-in-1 Flexibad, weil du hast hier Dusche, Toilettenraum und Waschbecken, alles in einem Raum halt drin. Das ist schon vernünftig gelöst, ja. So, geh mal rein, Tim. Und muss sagen, darf ich mal fragen, was du wiegst heute? Ungefähr. Ganz genau weiß ich nicht, 145. 145. Das ist so, viele wiegen 145. Du bist da nicht alleine. Du bist ein großer Mann. Du bist 1,90 Meter, das Ganze verteilt. Und die Leute haben sich immer beschwert, muss ich sagen. Er hat nicht glücklich geguckt. Ich sag mal so, trotzdem, es ist ja so. Ich meine, nicht jeder hat die Gardemaße, dass er irgendwie, was weiß ich, 75 Kilo wiegt, 1,85 Meter ist oder so. Sondern der ein oder andere ist mal kräftiger. Das Bad geht, oder? Auf jeden Fall. Nach oben hin wünsche ich mir vielleicht noch den einen oder anderen Zentimeter, aber selbst hier habe ich auch noch eine kleine Dachluke. Da hast du Schuhe an. Also genau, und Schuhe habe ich auch noch gerade an. Also es ist okay, es passt auf jeden Fall und ich habe hier wesentlich mehr Komfort und Platz in der Breite als jetzt eben im 5,40 Meter. Also hier fühle ich mich auf jeden Fall Besser. Ja, Ja, es ist Also so. da, wo das Bad entscheidend ist, geht es dann ganz klar hier in die Richtung. Da ist der 540er dann eher raus. Oder halt den RB, den können wir uns gleich mal anschauen. Haben wir auch noch einen hier zum Zeigen. Da habe ich im Bad dann, also da hat der Tim auch kein Problem. Ne? Ja. So. Das Klo, auch hier ist ein Schiebeklo. Genau. Aber hier hast du wieder ein bisschen mehr Platz bei der ganzen Geschichte. Auto steht mal wieder sehr schief. Ja, das sieht vorne in der ersten Reihe. Sag mal, gibt's eigentlich eine Hochstützanlage für Kastenbau? Ja, gibt es tatsächlich. Gibt's. Ja. Ja. Mhm. So, bitte setz dich mal hin. Auch das mal. So, auch hier könntest du jetzt die Tür schließen, theoretisch. Also hier kannst du die Türe schließen, hier ist das überhaupt kein Problem. Da brauchst du auch die Knie nicht über die Ohren zu nehmen und irgendwelche Yoga-Übungen zu machen. Das geht also. So, mach nochmal auf. So, das funktioniert. Also Duschen geht. Hier ist auch das ganze Thema Duschvorhang gelöst über diesen... Genau. Das geht wirklich beim 640er mit der Bad-Variante hier wirklich easy going. Das ist einfach nur ein Zuziehen. Das ist nicht irgendwie ein Tetris-Spiel, wo du dann irgendwelche Klappmechanismen da in einer gewissen Reihenfolge betätigen musst. Das ist wirklich super gelöst. Also das ist, glaube ich, auch so Stand der Dinge. Und was natürlich total geil ist, achso, genau, hier hat er noch ein großes Staufach da im Bad da drin. Da kannst du nochmal Handtücher und sowas reinlegen. Halt. Was absolut genial ist, wo ich sage, da haben wir ganz weit die Nase vorn, ist im Bezug Stauraum, Kleiderschrank. Guck dir mal diesen riesen Kleiderschrank hier an. Der ist wie bei uns bei den Einzelbettwaren, beim C-Line 4.9 beispielsweise. Auch hier schöner Belag drauf, so dass man die Sachen hier vernünftig reinhängen kann und von oben reingucken kann. Ne? Das kann man also mit einer Hand rauf und runter. Das ist auch genau, das ist nämlich eine Besonderheit bei dem Fahrzeugmodell. Viele haben ja gar keinen Kleiderschrank, den du aufmachen kannst, aber hier hast du sogar noch
Ich sag mal, für die ganz normale Wäsche hast du noch Schubladen mit drin, die rausziehen Kann ich kannst. Strümpfe reinschmeißen oder Unterwäsche oder so. Kann das auch meinetwegen noch zum Küchenbereich mitnehmen, wie einer jetzt mag. Aber hier kann ich auch mal lange Sachen reinhängen. So, da ist noch eine Stange mit dabei. Tim, wir tauschen mal die Plätze, denn eine Besonderheit ist natürlich bei Tim 1,90 Meter. Das Bett. Denn auch hier gilt es, genug Platz im Bett zu haben. Wenn ihr beide vielleicht mal nebeneinander euch mal legen könnt. Ich mit Tim in einem Bett. Ja, ist doch tagsüber. Der Tim macht es clever. Der nimmt nämlich in Fahrtrichtung die rechte Seite. Warum? Die ist ein bisschen länger? Weil die ein bisschen länger ist. Genauso ist das. Der Tim ist auch größer. Das heißt, wie so ein altes Ehepaar liegen wir jetzt hier. Ich mach mal meine Füße jetzt nicht ganz hoch. Liegen jetzt hier im Bett. Also ich könnte noch einen ganzen Tacken weiter nach oben drücken. Ah, du hast richtig Platz hier. Ja. Ist was anderes wie im 45er, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall. Hubdach möglich? Auch möglich. Bei dem Fahrzeug hier, klar. Dann wandert nur der Kühlschrank von da, wo er jetzt ist, nach unten und wird aus dem Absorberkühlschrank wird dann ein Kompressorkühlschrank. Okay, weil der keinen Platz hat für den Kamin. Genau, richtig. Bei den Family 4 Grundrissen habe ich immer automatisch einen Kompressorkühlschrank. So, Küche, auch das ist ordentlich. Also ich muss umdenken wirklich, weil ich komme ja gerade vom Affinity und das hier ist ein anderes Konzept, aber es hat mehrere Räume. Das kommt mir auch sehr entgegen. Der Affinity war ja grundsätzlich sehr offen. Genau. Hierbei hast du abgetrennte Räume. Wenn hinten mal einer schlafen will, dann kannst du vorne dich bewegen. Du bist nicht mehr im Wohnzimmer direkt hier drin und du hast auch eine ganz andere Sitzgruppe. Viel, ich sag mal, typischer, ist klassischer. Das ist das, was die Leute kennen. Ich glaube, was sie auch lieben, oder? Ja, also das ist ja quasi unser Klassiker. Das war auch so der erste 640er Grundriss, Wenn ich mal reinsetze. den wir damals gebaut haben, 2014. Und der wird bis heute, ich sag mal, vom Grundriss her komplett unverändert gebaut und ist immer noch unser Bestseller. Ja? Also es gibt ja mittlerweile ganz viele 640er Varianten. Den nächsten schauen wir uns gleich an. Das ist der RB mit dieser Raumbad-Geschichte. Ich zeige mal gerade, ihr zwei füßelt im Moment nur deswegen, weil der Tim ganz vorne ist mit dem Sitz. Wenn du den mal ein bisschen nach hinten ziehst, da ist noch richtig viel Platz. Ja. Und da hast du dann Platz. Das ist jetzt schon für größere Personen, aber auch hier sagst du ganz klar, Probesitzen, da mal, ich sag mal, wirklich mal einen halben Tag verwenden. Ihr habt viele Modelle immer da, auch wenn, ich sag mal, Kundenfahrzeuge mal kommen, die kann man unter Aufsicht auch mal kurz mal reingucken, wie die Grundrisse sind, werden nochmal aufbereitet. Wie sieht es denn aus dieses Jahr? Ist die Messe ein guter Zeitpunkt zum Bestellen oder kann ich schon vorher bestellen? Also ich habe das in den Jahren davor immer gehört, ja, wir warten bis zur Messe, da gibt es bestimmt ein Messeangebot oder sonst irgendetwas. Denjenigen muss ich dieses Jahr enttäuschen. Es wird keine Besonderheiten auf der Messe geben, also weder die Hersteller, auch andere haben da in der jetzigen Zeit nichts zu verschenken und auch die Händler, die mir bekannt sind, haben da jetzt auch jetzt nicht im Moment das große Kontingent, wo die sagen, wir verschenken jetzt mal hier irgendwie und verkaufen über die Rabattierung, sondern ich würde sagen, es ist einfach nur die Verfügbarkeit der Fahrzeuge gerade entscheidend. Also, du bist wirklich einer der ganz großen Carthago-Händler, wenn nicht der größte. Du hast viel vorgeordert. Du hast dich exklusiv für die Marke Carthago entschieden. War das ein Fehler, Carthago und Malibu? Nee, genau, weil ich so gerade so relaxed über die Situation gerade spreche, ist auch dem geschuldet, weil ich exklusiv Carthago Gruppenhändler bin. Ich habe Stückzahl Garantie, sage ich jetzt mal so. Ich habe da keine großen Einbußen. Auch für die Zukunft nicht. Ich habe nun mal auch keine anderen Marken, wo ich jetzt wählen kann und etwas mit ausgleichen kann. Und da gehen wir alle sehr verantwortungsvoll mit um und das ist auch gut so. Deswegen ist es gut, dass ich mich auf diese Marke konzentriert habe und auch weiterhin konzentrieren werde. Kann man den Tisch auch hier oben verstauen eigentlich bei dem? Nee, das geht tatsächlich nur bei dem 540er. Bei dem 540er. Also Tisch ist da. Komm, ich zeig mal gerade, das ist die Preisliste, 72.084 €. Tim, bitte nicht böse sein, weil ich dich eben nach dem Gewicht gefragt habe. Viele Menschen haben keine Gardemaße, muss man sagen. Die sind ein bisschen kräftiger und die Leute haben immer zu uns gesagt, warum zeigst du hier Frauen 1,65 Meter, die passen ja immer rein. Ich finde es aber gut, dass der Tim sich jetzt mal, ich sag mal, bereit erklärt hat, auch mal die Fahrzeuge mit uns zu testen.
Du hast immer in deinen Videos wirklich, gerade auf den Messen, immer ganz tolle Mädels dabei. Die sind wirklich sehr, sehr hübsch anzuschauen. Die kommen hier nur leider sehr selten auf den Hof. Die meisten Leute haben dann eben tatsächlich andere Maße, sind noch in einer anderen Altersgruppe unterwegs. Und dann sind der Tim und ich dann eher so das Paradebeispiel, wo finde ich im Bad Platz oder im Bett. Das ist so, du hast gesagt, du wolltest mal abspecken und dann kamen aber ganz viele PR-Berater, haben gesagt, nee, geht gar nicht, da kannst du keine Autos mehr zeigen. Ach nee, das war ist jetzt nicht so. Ich will auch heute noch abspecken, aber ich esse auch gerne und deswegen manchmal muss man Prioritäten setzen. Ich setze Genuss vor Linie. Hast du denn noch ein Auto da, diesen Malibu 640 LE Komfort? Ist der hier erhältlich? Der hier ist erhältlich, ja, und ich habe auch noch tatsächlich welche, die auf mich zurollen und ich handhabe das im Moment so, sobald wie jetzt das nächste Fahrzeug kommt, was dem ähnelt, ist der sofort verfügbar oder wenn einer sagt, das, was jetzt gerade auf mich zurollt, weil die Farbe eine andere ist, die habe ich favorisiert, dann kann er den gleich haben. Also hier gibt es noch Malibu mit ganz kurzer Lieferzeit. Ja, was ist hier drin unten? Ja, hier ist das berühmte Staufach drin, wo man halt jetzt, ich sag mal, nochmal zusätzlich Mülleimer. Töpfe und Kessel reintun kann. Meine Frau, die nimmt auch sogar einen Thermomix mit, wenn wir in Urlaub fahren. Ich habe dieses Jahr kein Malibu. Auch ich habe mich da etwas zurücknehmen müssen. Hier kann ich nochmal hochklappen dementsprechend und habe hier nochmal ein riesengroßes Staufach. Das sind übrigens spezielle Spezialverschlüsse, die normalerweise im Expeditionsbereich eingesetzt werden. Hier, ja, so, genau. so, die gehen auf Spannung, gell? Ja, die sind auch, die kannst du hier einstellen über dieses Schräubchen halt und da rappelt auch nichts. Selbst wenn man nach Jahren Materialermüdung ist, kann ich das immer wieder einstellen und ich sage jetzt mal so, dass das eben auch nach wie vor so spack im hohen Fahrzeugalter bleibt. So, Fiat Ducato 8, sehr leise. Wir haben heute in einem Ducato 8 gesessen, da kannst du dich flüstern unterhalten, gilt für alle. Das ist schon ein Meilenstein, obwohl er von außen ja genauso aussieht, was vielen entgegenkommt. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass die Leute also keinen riesen Wertverlust haben mit allem drum und dran, aber schon ein richtiger, ich sag mal, Gamechanger. Auto selbst, braucht man nicht drüber zu diskutieren, ist eines der besten Basisfahrzeuge für Reisemobile, weil es eben diesen mega Innenraum hat. Das ist so, also Fiat Ducato, klar denkt man auch bei uns schon mal über eine Alternative nach, aber da muss man sagen, Fiat Ducato oder Citroën oder Peugeot, die Breite dieses Fahrzeugs macht es eben möglich, dass man sich hier vernünftig drin bewegen kann und wohlfühlt und auch einen realistischen Querschläfer baut, ohne dass sie da rechts und links jetzt so aufgesetzte Backen bekommen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Einmal Tim, ganz neu bei der Firma Marein Caravaning, kommt aus dem Bereich Kfz von einem großen deutschen Automobilhersteller. Warst du auch sehr lange, oder? Nee, Ja, 11 Jahre. 11 Jahre. Genau. War auch schön, oder? War auch schön, ja. der Tim ist aber nicht so ganz neu bei uns. Seit wann bist du jetzt bei uns? Seit November letzten Jahres. Seit November letzten Jahres, genau. Wir haben jetzt wieder weiter aufgestockt im Verkauf und da sind auch neue Gesichter auf der Messe mit dabei. Ja, So ist das, ja. Jetzt werden wir mal was ganz Besonderes filmen. Sollen wir mal kurz da hingehen? ja können wir mal. Achso, du meinst jetzt, Ja. Ist schon weg. Geh mal ganz kurz. Nee, ich habe den hinten durchparken lassen. Weil der wird auch hier übernachten. Er hat mir gerade erzählt, seine Frau ist jetzt in Dormagen auf dem Vielen Dank, Tim. Ciao. Seine Frau ist jetzt in Dormagen auf dem Schützenfest und er schlägt sich jetzt die Zeit tot und er hätte da so komische Filme bei YouTube gesehen von einem Sven Herzog. Kennst du den? Nee, nie Kennst gehört. du nicht, weil der kommt von weiter weg. Kennzeichen RZ. Ich hätte jetzt gesagt, es ist Rendsburg, aber ich glaube, Rendsburg hat ein anderes. Er hat, glaube ich, RD. RZ, ich weiß gerade nicht, wovon es ist, aber wir werden fragen, dann werden wir es wissen. Ein wunderschönes Fahrzeug. Ne? Also vom Zustand her fand ich den Taco, wo hat er denn geparkt? Ich habe gesagt, er soll einfach hinten durchfahren, kann irgendwo parken. Wir hätten genug Platz im Moment. Wahrscheinlich hinten bei McDonald's schon gefahren. Was? Nee. Nein, der wird hier sein. Komm her. Da ist er doch. Da steht er. Da, guck mal, da steht er. Oh, ist der toll, oder? Ja, also ich finde den toll. Das ist noch ein Alkoven-Fahrzeug. Ein Fiat Ducato? Ja, klar, Fiat Ducato. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der ist, aber Werden wir gleich mal fragen. Der ist- So, Andreas, neues Video werden wir machen. Heute 27. Juni 2022. Ganz viele neue Eindrücke. Bald geht es auf den Caravan-Salon, haben wir einen ganzen Tag reserviert. Es gibt schon ein paar Neuheiten, sind schon da, oder? ja, aber keine weltbrechenden Geschichten. Ich glaube, es wird auch, keinen Hersteller geben, der jetzt nochmal die Uhr neu erfindet. Die sind alle froh, dass sie gerade das, was sie haben, ans Laufen kriegen und gebaut bekommen. Es gibt Neuerungen, aber das ist eine USB-Steckdose hier und weiß nicht, ein Stecker da. Ist also jetzt nichts Weltbewegendes. Ja, Marein-Caravaning, Carthago Center West. Das Ganze übrigens, wenn Sie noch einen Gebrauchten haben. Wir haben ganz viele Gebrauchtfahrzeuge gefilmt.
billigerwohnmobilekaufen.de kommt jetzt demnächst. Das Ganze findet ihr aber auch auf der Webseite von Marine Caravaning. Tschüss, Andreas. Ciao, ciao, tschüss. Ciao.